So ihr Lieben, da sind wir zurück bei einer neuen Folge Let's Play Starfield. Ich habe tatsächlich einfach nur einmal auf den Aufnahme beenden und den Aufnahme starten Knopf gedrückt und mache jetzt hier quasi nahtlos weiter. Für euch sind allerdings 24 Stunden vergangen. Gut, wir wollen mal mit diesem kleinen Mädchen reden, was wir da in der letzten Folge irgendwie gehört haben, dass wir ja beim Bankraub geholfen haben und deswegen hier mit Sicherheit auch helfen werden. Warum eigentlich nicht? Man kann ja mal drüber nachdenken, denen da irgendwie ein bisschen zu helfen. Hätte ich mal gesagt gehabt. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir werden nämlich jetzt mal gucken, dass wir dem kleinen Mädchen da irgendwie unter die Arme greifen. So, ich grüße dich, meine Liebe. Was kann ich für dich tun? Annie Wilcox? Du siehst ein bisschen aus wie deine Mutter. Okay, ja, schön dich kennenzulernen. Nee, ich freue mich wirklich, dich. Aha. Okay. Ranger Emma Wilcox. Was ist denn die Aufgabe deiner Überwachungs... Ne? I tell the Rangers. It's easy, because no one pays attention to kids. Plus, I know a lot of good hiding places all over the city. Okay. Ranger Emma Wilcox, ist das deine Mutter? That's right. She's a senior ranger, which means she's in charge of me and all the other rangers. Well, except Diego, because he's a senior ranger too. Oh, and the marshal. He's in charge of all the rangers. Okay. Mit so einem Titel musst du wirklich gut sein, ne? Ja, und wahrscheinlich auch die einzige, ne? Bin ja nicht ewig da. Ja, setz mich mal auf die Liste. Was für eine Liste denn? Sollte ich dir vielleicht auch mal meine Marke zeigen? Ich habe aber nicht vor, irgendwas anzustellen. And Ranger surveillance assistants. Someone's stealing guns and stuff from Laredo Arms. And none of the adults believe us. So we're hoping, you know, you can help us break it all open. Okay. Was muss ich da machen? Ich bin stets bereit zu helfen. I was doing my ranger patrol one night, and there was a suspicious character casing Laredo Arms. I watched him as long as I could, but I had to rush home for bedtime. First thing in the morning, I came back and interrogated Justin Sneed. And he said they were tracking down an inventory discrepancy. I told him about the suspicious stranger, but Mr. Sneed didn't believe me. Das gibt's ja gar nicht. Scheint mir ja kein Zufall zu sein. This case was too big for just one ranger, so I deputized Emily. I'm an assistant ranger surveillance assistant. Ach du Scheiße. Something like that. Der Helfershelfer. We found out that the thief breaks in most nights, like really late. He's got his own key card. We just need to catch him. Security will believe you. Okay. Moment, der hat eine Schlüsselkarte? Emily caught him opening the side door one night. That's when we knew for sure we have an actual criminal here. Ja, natürlich. Wenn man durch die Seitentür reingeht, ist man zwingend immer Verbrecher. Ich guck mal, was ich tun kann. City a big service. Best I figure he's there around midnight. You need to wait for him to exit Laredo, then catch him red-handed. We need to bring him to justice. Okay. Befrage bei Mitternacht den Waffendieb. Alright. Stelle den mutmaßlichen Dieb. Wer soll das denn sein?
Wo soll das, also wo soll das denn sein? Da ist Laredo, ne? Ah, hier muss es sein, okay. Haben wir denn überhaupt Mitternacht? Ach. How did you catch me? What? Shit. Wer bist du denn, Bruder? Yeah? Gibt da so wirklich einen Dieb? Kann ja nicht sein. Yes? Oh God. Oh God, no. Security. Everyone, don't move. It was supposed to be an easy job. I'm so screwed. Okay, und nu? Achso, da ist die Security. Don't anybody move. Let's see. If it ain't the hero of Galbank. And who do we have here? Looks like you're carrying a lot of weapons for a nighttime stroll. Hell, I give up. Smart move. I got a tip something was going down tonight. Was little Annie actually right about all this? Ja, offenbar schon, ne? Mag ein Kind sein, aber... Ne? Kind of always thought she was a pest. Now, Aber ehrlich gesagt bin ich genauso I got überrascht wie her du. here. Aquila City owes you again. And, thank Annie for me. Dear God, she's never gonna let us hear the end of this. Okay. Ja, cool. Annie Wilcox hatte recht. Wo ist sie denn? Ah, da. Dann reden wir doch mal mit Annie Wilcox. Alter, die ist jetzt hier drin. What the fuck? Okay. Dann gehen wir auch mal in den Turm und gucken mal, ob wir sie finden. Ach, da chillt sie jetzt. Just let me drink in peace. Did you catch the thief? Tell me it worked. Annie, what are you doing up? It's way past your bedtime. Mom, I have to know. You got him right, right? Du hattest den richtigen Riecher. I knew it. Annie L. Wilcox, what did you do? I told you about it. You know the Laredo robberies? Well, we caught the thief. Wait, so that's real? Hm, Of course, Mom. das war real. I told you. She's telling the truth. You're not pulling my leg, right? Nee, die meint, dass sie und ihre Freundin hatten einen großen Anteil. Klingt verrückt, aber sie lügt nicht. I can't believe it. Annie, we'll talk more about this later. But I'm proud of you. But you've got to be careful. Yes, Mom. I'm gonna be the best stranger surveillance assistant ever. Thank you for helping my girl and anything else involved. Take this. Lord preserve me. Lol. Das war's schon? Das war ja einfach. But I really can't talk. Das war ja einfach. So, was haben wir denn sonst noch so für welche? Bierher. Sprich mit Sarah Filburn. Ja, das machen wir als nächstes. Year or two back, I shared a drink with Ron Hope. That man can drink. Ja, Ron Hope, du, der verträgt erstmal jetzt nichts mehr. Jetzt, Okay, dann sprechen wir jetzt mit dieser Sarah Filburn. Und schauen mal, ob wir für die was tun können. Schon wieder was? Frage Bürgermeister Cartwright nach einem Job. What? Thema Dollar hier, ey. Alright, Sarah. I really don't understand why Weston can't read. We only use robots for farming. Surely some of that tech we could patent. Es muss doch einen Weg geben, um die Sache mit Filburn Agriculture Systems zu lösen. Well, there is. The stakes are huge. With further R&D on IntelliWheat, the entire settled systems could benefit. Surely that's worth some less than savory solutions. Okay. Um den Hunger zu beenden, kann man schon mal die Samthandschuhe ausziehen. Exactly. Henry's pet project is tied to market perception.
His beer, annoyingly, is really good. But if we could make a bad batch, terrible, really, his margins are tight enough he might be forced to throw in the towel. Boah. Und wie ruiniere ich die Charge? Henry bores everyone to tears about how crafting beer is so much more art than science. It's delicate. Surely it wouldn't be too hard to mess it up, right? Okay. Ja, dann gucken wir mal. My husband put his foot down and hasn't risked our core business on this. If Henry loses money here, it'll only be from his pet project. The next big batch of beer is almost done brewing in our factory. You just need to find a way to break in without getting caught by the guard and tamper with it somehow. Then just wait a day or so and see how the batch goes over at the Stone Root Inn. Do that, and I'll pay you handsomely. That's the last I'll talk of this. Alter, what? Ich muss mich da reinschleichen auch noch. Na super. Das wird ja immer besser hier. Okay, wo ist denn das? Hier, das ist die Factory. Ja, kann ich hier nicht einfach rüber? Sache, ne? Was muss ich denn machen? Temperatur um 20 Grad Celsius erhöhen? Okay, das war's schon. Jetzt muss ich warten. Okay. Na gut. Warte einen Tag, bis Henrys Bier gebraut ist. Ja, das machen wir wann anders. Was haben wir denn hier sonst? Also Berichte. Ach so, ja klar. Stories für SNN, na klar. Erledige die... Ach so, erwirbt die Kraft auf Tau Ceti 3. Geld macht's möglich. Was haben wir denn hier sonst so Aktivitäten? Wir fangen mal ganz unten an. Was haben wir denn hier noch so ein? Ne, das machen wir nicht. Hier sprich mit Saburo. Wo ist denn der? Hier zeig das mal auf der Karte an. In Neon. Ach so, okay, das heißt, ab jetzt geht's hier in Neon weiter. Ah ja, warum auch nicht, ne? Ja, mal hin. Gucken wir doch mal, die Neon Mining Lounge. See? I told you. Look at this place. Ridiculous, right? Why would someone open a mining supplies business on an ocean front? Exactly. Don't forget, we sell all types of raw materials. Oh, das ist schon mal gut. Welcome, welcome, my friend. It's been a long time since I've seen a new face. Okay. Vielleicht kann das Geschäft doch nicht laufen, oder? You see, when I opened this shop, I had grand ambitions of creating a mining supply empire on Volai. Yet here I am, only a few years later, pockets empty and my business on the verge of closure. It is a sad day. Okay, okay. Was kann ich denn machen, um dir zu helfen? Blessing, my friend, but I wouldn't want to impose. Vielleicht kann ich irgendwas tun, um dein Geschäft zu retten. That for a total stranger? Bless you, my friend. Bless you. I've come up with an idea that I'm hoping will generate a lot of interest in my business. And you were the final element that was missing. If you could bring these flyers to some of the other vendors in Neon, it would explain how we can improve our businesses as a group. Okay, klingt eigentlich simpel, ne? Simply wonderful. You have no idea the weight you have lifted from my shoulders. I appreciate your help. If there's anything I can do, anything at all, please, let me know. Ich würde gerne mal sehen, was du im Angebot hast. Was hast du denn so? Oh, du verkaufst auch Waffen und Munition. Aber nur die, nein. Ein Cutter und eine Nietpistole. Das ist alles nicht besser. Das ist nicht besser. Das ist nicht besser. Das ist auch alles nicht besser. Ja, und Ressourcen. Alright. Farewell, my friend. And tell everyone. Ja, dann lass uns mal gucken. Ich werde jetzt mal die
die Flyer verteilen. Mal gucken, ob das was nützt. Mal schauen. Zeigt er mir, wo ich hin muss? Tatsächlich nicht. Okay, das heißt, ich muss jetzt einfach andere Händler finden. Wer bist denn du? Reliant Medical. Kann ich hier Flyer verteilen? Hey there. Got the shakes, huh? Don't worry. Doc Manning will fix you up. Is that Please state the obvious? nature of your medical emergency. Yeah. Haven't zoned in like a week. My whole body feels Hallo? Oh my goodness. Another poor soul. Was? All right. Tell me what happened to you. Ja, was machst du denn da? Wo moonwalkst du denn jetzt Anything else, hin? perhaps? rat me out to anyone, right? Ich nehme kein That's Aurora. a very wise choice. Since you're clearly a first-time visitor to Reliant Neon, I'd love to offer you a free checkup, but I'm afraid Okay. I'm dangerously low on supplies. Ungewöhnlich für eine Firma, I can ne? assure you it isn't by choice. You see, I'm a bit at odds with the current administrator of Neon. His drug is turning the streets into a graveyard, and he doesn't seem to care. We've argued about it on more than one occasion, and all he's done is try to persuade me to quit. Thinning out my supply chain is his newest tactic. Okay, Bayou hat die Stadt ja eindeutig im Griff. Then you understand what I'm up against. At this point, I've resorted to asking anyone that has a ship registered outside of the Volii system to bring me medical supplies. I pay them for the supplies, of course, but it's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Now, if there's anything else I can do for you, anything at all, you just let me know. Hier ist ein Flyer. I wouldn't mind a bit of extra traffic as long as the supplies allow for it. A few extra credits never hurt. Ja, richtig. Wie genau funktioniert Aurora? Stimulates the neural circuits in the brain, specifically targeting the neurotransmitter serotonin in the prefrontal cortex. This causes significant sensory hallucinations, both auditory and visual. That's the enticement factor. As you can imagine, this state is highly addictive, and the user gets stuck in a vicious cycle. They need more Aurora to satisfy their cravings. Na, wie das immer ist, ne? Ich könnte dir aber bei deinem Versorgungsproblem helfen, mein Lieber. That would be amazingly helpful. It's a relief to meet someone who gives a damn about anyone other than themselves for a change. Oh, and I'll pay you directly for the supplies, of course. It's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Okay. Es ist eigentlich lächerlich. Ich hoffe, du kriegst deshalb keinen Ärger, ne? You just watch yourself. Administrator Bayou doesn't like people that rock the boat. If you catch my meaning. Ja, verstehe schon. Das. Anyway, I have a contact over at the clinic in the Narian system. Abby Edding? She's one of the nurses there. She'll get you started. Thank you so much for doing this. You have no idea how helpful it'll be for the poor folk that live in Ebside. Okay. Ja, der Rest ist nicht so wichtig, weil wir nehmen kein Aurora, wir brauchen auch nicht wissen, wie man die Sucht überwindet. Okay, dann gucken wir doch mal direkt hier, ob wir da nicht auch noch mal einen Flyer verteilen können. You wanna head to Euphorica after work tonight? Nah. Hello there! Let me know if you need anything. Welcome to Sighardt's Outfitters. Everything you need to explore the settled systems. If I don't have it, you don't need it. I'll bring the blend, you bring the chunks. Wie cool ist das denn mit seinem deutschen Akzent? Ist ja wahnsinnig. Der Dietrich, der ist ja super. Das ist eine kühle I can Behauptung. promise you, I'm not just using hyperbole to get your business. Natürlich I've nicht. spent years perfecting my business by polling customers, measuring sales, and carefully adjusting my inventory to cater to just about everyone. So take your time, look around, ask me questions. You won't be disappointed. Okay. Am I? Forgive me. I tend to forget how annoying that can be. I have a lot of overhead in this place, and just between you and me,
I am up to my eyeballs in debt. This is a prime spot right next to the spaceport terminal, but the bills and the rent here are astronomical. Ja, das stimmt schon, ne? Da hat wohl jemand bei der Finanzplanung ein paar Schritte übersprungen, ne? That was the case, but I promise you, I budgeted for everything. Anyway, I don't want to bore you with the details of my business all day. You're here to shop. So why don't you help out a poor shopkeeper like myself and buy something? Na, dann erstmal möchte ich gerne, dass du, Business could always be better. I'll take that. Vielleicht hätte ein Geschäft außerhalb von Neon mehr Erfolg, ne? Would have said the same thing. The fees here are quite expensive, and I'm barely making ends meet. But I've always been quite stubborn. It has not always been easy, but I've been at this location for 8 years, and I won't give up. My business is my pride and joy. You won't find another store like mine on Neon. So please, support my business with your patronage. You won't be Junge, der ist ja disappointed. schon fast ein Bettler. Ja, komm, dann lass mal sehen, was du hast. Won't find a better selection anywhere else. Was hast du denn? Ein Cutter? Damit kann ich nichts anfangen. Was hast du hiermit? Na, der ist tatsächlich... Warte, den habe ich doch schon mal gehabt, ne? Oder? Ah, der ist halt sehr schwer, ne? Meiner wiegt halt 7,5. Und so viel besser ist er halt nicht, ne? Oh, der ist schon deutlich besser. Aber der hat auch deutlich schwerer. Ah, der ist schon, was Rüstung und so angeht, ist der schon wirklich besser. Nur was die Resistenzen angeht, ist der nicht besser, ne? Natürlich auch wieder deutlich schwerer. Egal, das ist okay. Da sind noch so Helme. Der ist ein bisschen besser auf jeden Fall. Ja komm, dann kaufe ich den auch noch. Dann ziehe ich die Sachen mal an. Ein bisschen mehr Rüstung kann nicht schaden. Nee, der war nicht besser, ne? Nee. Aber der war besser. Sehr gut. Und der war besser, ne? Ja, sehr schön. Gut, dann verkaufe ich jetzt auch noch ein paar Sachen. You don't need it, ja, das ist schon klar. So, was haben wir denn hier noch? Achso, stimmt, die wollte ich ja, warte mal, die kann weg, ne? Ja, die kann auch weg. Die beiden können nicht weg, die habe ich gekauft, um die auszustellen. Anzüge, der kann natürlich weg, dann kann der weg. Und der weg. Ja, und dann geht's uns doch eigentlich wieder ganz gut. Alright. So, dann haben wir wieder einen Flyer verteilt. Brauchen wir noch 3 weitere Flyer, müssen wir noch verteilen. Vielleicht im Woli Hotel. Da könnten wir Glück haben. Vielleicht wollen die ja was haben. Hello. Choice accommodations at reasonable prices. Welcome to the Hotel Voli. Are you here to rent a room? I think you'll be pleasantly surprised that our luxury accommodations are more than reasonably priced. Das ist in der Tat eine Überraschung. That's the first thing that all of my guests say. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured that you'll be actually getting the best value for your credits. Mhm. Hätte nicht gedacht, dass sowas hier gibt, ne? And all it took was a dash of my own ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. So, can I book you a room for the night? Genau, hier, ich habe eine Cross-Promotionschance für dich. Oh, thanks. I'll definitely give this some thought. It couldn't hurt. Okay. Würdest du mir verraten, wie du es geschafft hast, das System zu schlagen? Maybe after you've rented a room for a few nights, I might let you in on my secret. For now, it'll just have to remain a mystery. Sorry. I just need some time to see if I can trust you. Ja, und das findest du natürlich raus, indem du mir Zimmer vermietest, ne? Enjoy your visit to Okay. Neon. Alter, wer bist denn du? Jeez, I don't know if I can do this. Maybe I should just go back to my room.
Klingt, als hättest du ein Problem, ne? Say I'm having trouble enjoying the local customs. And what's the point of coming here if I'm gonna stay cooped up in my hotel? Believe it or not, I'm actually here for my bachelor party. My fiance wants me to be more adventurous, so I thought, what better place than Neon? But I thought the adventure would just happen by default. I didn't think I had to manufacture it on my own. Wenn du hier wo sind dann deine Freunde? I've been asking my therapist the same question for years, but he hasn't given me an answer I like yet. Was genau hat deine Verlobte denn gesagt? It's just the offhand comment here and there, how I never take risks or don't like adventure. She hasn't said I'm boring, and I don't think I am. But looking at my past, I can't exactly prove that. This is my way of finding out. Okay. Wie gefällt's dir denn hier? I like that it's not a crate, and I haven't felt anything crawling on me when I sleep. So I feel like they do a good job keeping it clean. Okay. Möchtest du denn etwas Bestimmtes versuchen? True. The city is known for Aurora, so I figured I should try that. But I talked with Dr. Manning about how it works, and now I'm skeptical. No, wait, not skeptical? Terrified. Einer Gag beitreten zum Beispiel. Nein. Eine kleine Dose ist in Ordnung. Die Menge macht das Gift, ne? I don't have much tolerance in general. No, this is exactly what my fiance was talking about. I hesitate too much. But I also don't want to dive right in. I think I want to start with something less damaging to my central nervous system. Da hätte ich... Supposedly, Madame Sauvage sells a drink called Velocity that's almost like a drug. There's also some local swill people swear by called Blend. Ich würde das Blend nehmen. What do you think? Blend wäre ein guter Einstieg. Then we'll go with Blend. I'm a bit worried what's in the mix. But that's exactly the kind of cowardice I'm trying to get over. Siehst du? Geht doch. But not right away. I need to prepare myself for the ritual. But hey, next time you come back to Neon. Ja, ist okay, Bruder. Der stürzt doch mit Sicherheit voll ab. Ja, ist gut. Mein Lieber, ich werde nach dir sehen, wenn ich das nächste Mal hier bin. Okay, was haben wir denn hier noch für einen? Enhance. Okay. Huch. Welcome to Enhance. If you're tired of seeing that same old face in the mirror every morning and you're looking for something different, we can help. Our state-of-the-art machinery uses a patented proprietary technology that can reshape your facial features or give you a new head of hair. For a small, one-time fee, you can enhance yourself and bring a big warm smile to your brand new face. Hier, ich möchte gerne einen Flyer verteilen. But I won't make any promises, okay? Okay. Warte, die wollten mit mir quatschen. For giving me the chance to work with you. I know we met under unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? Na klar, ist auf jeden Fall richtig cool. Ich find's gut. Die Bezahlung ist nicht sonderlich gut. Die Bezahlung ist Bombe. Also ich meine, die Constellation an sich gibt mir kein Geld. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? Auf jeden Fall. Aber wenn du das fragst, hast du vermutlich das Gefühl, dass du es nicht tust, ne? But I find it hard to quantify. Many of the other members are polite, but distant. I worry that my background and my actions concern them. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. I am no stranger to violence and death.
Okay. Klingt spaßig, ne? Deine Vergangenheit scheint dich ja nicht groß zu stören, ne? Maybe it was necessary for survival. I would not be here otherwise. For those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept. Others here have seen conflict, but for more noble causes. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include. Also ich feiere dich auf jeden Fall, Andreja. His charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. Soll ich mal mit dir flirten? Ja, Mann, ich flirte mit ihr. Vertraue mir, du hast viele Qualitäten. That is kind of you. You also have a lot going. Wieso damit überhaupt nicht? I find expressing affection difficult. Wieso damit das gar nicht gerechnet hat. But true. Ja, no problem. Thank you. I know this seems trivial. Perhaps childish. I have just always relied only on myself. I have never been surrounded by people like this. By a group I wish to be a part of. Does that make sense? Ich finde das eigentlich gar nicht kindisch. Ich feiere das auch, wenn man dann endlich Leute findet, zu denen man gehören möchte. Thank you. Ich finde das gar nicht kindisch. Wenn man immer so quasi alleine war und dann findet man endlich jemanden, Bock doch. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances of our meeting quiet. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief. I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. Okay. War dir offensichtlich wichtig, dass ich nichts sage. Indeed it was. And now I hope you can see why. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. Ja, klar. Auf jeden Fall ein brauchbarer Teammate. So vom Ding her. Alright, was haben wir denn jetzt noch? Da hinten haben wir noch Gelbank. Was ist das denn hier für einer? Neon HQ. Da oben ist die Astra Lounge. Ne? Sollen wir mal versuchen, bei der Gelbank? Hier ist gar keiner, ne? Achso, hier ist tatsächlich keiner. Bist du die hier arbeitet? Ne, Bürgerin. Die chillt hier einfach nur. Ach, hier Terra Brew, vielleicht können wir mit dir nochmal quatschen. Okay, ne, dir kann ich das nicht geben. Okay. Was bist du denn hier noch für ein Laden? War ich hier drin? Das Emporium, ja, da gehen wir doch mal rein hier. Alter, was geht denn hier ab? Are you sure you're in the right place? You certainly don't look like one of our usual clientele. Okay. Da hätte ich doch mein arroganter Snob-Outfit tragen sollen. I take it from your tone I've made an error in judgment. Please forgive my disrespect. We have quite a few, shall we say, thugs that find their way into my establishment and create a disturbance. In fact, there's a particular Seoka member who calls himself Headlock, who repeatedly torments me by damaging my goods. Okay, dann schalte ihn nur aus. You mean kill him? Even if I wanted to, I wouldn't know how. I've never been terribly good at that sort of thing. Okay. Well, I believe every individual should know how to defend themselves. In this particular case, that course of action seems okay, danke. Danke für deinen Wortbeitrag. I've already taken up too much of your valuable time. Was there anything else I could help you with? Erstmal hier möchte ich dir diesen Flyer geben. Well, maybe I'll give it some thought. Maybe.
Dann kümmere ich mich mal um diesen Headlock. My goodness, that's such a relief. You have no idea. Thank you for accepting my offer. Headlock's quite a dangerous gentleman. I believe you can find him hanging out somewhere in Epside near Frankie's Grab and Go. Okay. Ja, das dürfte kein Problem werden. But Seoka aren't exactly pushovers when it comes to this sort of thing, so you better watch your ass. Anyway, that's really all I know. Aber jetzt würde ich trotzdem gerne sehen, was du anbietest, mein Lieber. Good luck. Ich würde gern sehen, was du im Angebot hast. Was denn du so? Notizen? Solomons Kalkulation? Warum soll ich das denn kaufen wollen? Ich kauf's einfach mal. Mal gucken, was passiert. Und dann hast du nur noch so ein... Du hast ja nur Deko-Scheiß. Was soll ich denn mit sowas? Ach so, krass. Okay. Ja, dann reden wir jetzt noch einmal mit diesem Tönnis, der uns die Flyer hier gegeben hat. Und dann beenden wir die Folge, hätte ich mal gesagt gehabt. So, dann wollen wir mal gucken, ob sein Wunsch da in Erfüllung gegangen ist. Ob sich schon jemand vielleicht bei ihm gemeldet hat. I am confident that the flyers will help my business. Okay, ich habe alle Flyer verteilt. Thank you so much, my friend. I believe that this will be a great boon for my business. Thank you for taking the time to do this for me. It is not often to see such kindness here in Neon. Okay. Ja, Freunde, an der Stelle beenden wir mal die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Starfield. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal.